Lass uns das aktuelle Zeitgeschehen in Form einer Analogie aus dem täglichen Leben betrachten und mögliche Wege, um aus allem Schlamassel rauszukommen. Dieses Video, wie alle anderen Videos auf meinem Kanal, sind für dich gedacht als Inspiration und Unterstützung auf deinem Seelenweg, auf deinem spirituellen Weg. Prüfe also immer für dich ganz persönlich, und dazu geh am besten tief in dein Herz, inwieweit du damit in Resonanz gehen kannst. Und pick dir das heraus, was für dich stimmig sich anfühlt, und den Rest lässt du einfach am Wegesrand liegen. Wegesrand ist das Stichwort. Lass mich jetzt zu dem Beispiel kommen, was als Analogie für die momentane Zeitqualität sehr gut dienen kann. Am vergangenen Wochenende hatte ich die Idee, mich mal wieder in die Natur zu begeben, auf eine kleine Wanderung, also Waldluft schnuppern, meine Seele zu entspannen, aufzutanken, Sauerstoff zu tanken und so weiter, was der Wald einem so an Gutem tut. Dieses Wandergebiet kannte ich seit vielen Jahrzehnten schon, war aber in letzter Zeit vorwiegend an dessen Rand unterwegs, wo ich mich sehr gut auskannte. Aber dieses Mal sollte es eine etwas längere Wanderung sein und ich wollte Wege gehen, die ich noch so in der Erinnerung hatte aus der Zeit vor etwa 20 Jahren. Ich hatte mich gut ausgestattet, zu essen und zu trinken dabei. Das ist mir immer ganz wichtig, weil mich schnell die Energie verlässt, wenn ich so 4 Stunden oder länger vielleicht nichts zu essen oder zu trinken habe. Mein Smartphone war bereit mit Google Maps und auch mit Komoot, dieser Wander-App. Also dachte ich, alles ist gut. Eingestiegen bin ich den üblichen vertrauten Weg. Alles lief wunderbar. Und dann ging es auf die mir in der Erinnerung noch vertrauten Wege. Und, o Schreck, o Graus, nachdem das erste Wegstück noch genauso aussah wie damals, wurde es zunehmend unwegsamer. So wie in etwa das hier oder das. Du siehst Totholz, umgestürzte Bäume, alles war zugewachsen, Fliegenschwärme waren um mich drum herum. Und wenn der Wind ging, die sehr hohen Bäume, die schwankten und knarzten und knarrten, mir wurde ehrlich gesagt etwas unheimlich zumute. Es waren nicht die Wege, die mir vertraut waren, sondern es sah mir fremd aus und irgendwie in gewisser Weise ein bisschen feindlich gesinnt. Und da dachte ich, hey, komm, habe ich zu mir gesagt, sei jetzt keine Memme, du hast den Weg begonnen, jetzt wirst du ihn auch weitergehen. Ich habe meine Apps vorgenommen, Netz hatte ich Gott sei Dank und habe festgestellt, die Wege, die dort als Wanderwege eingezeichnet waren, die ließen im Außen an Erkennbarkeit vermissen, so dass ich mich verlaufen habe. Und wenn mir an etwas breiteren Wegstücken mal Leute, die so aussahen, als kämen sie aus der Ecke, entgegenkamen, dann habe ich gefragt, wenn ich jetzt dort gehe, wo sie herkommen, wohin komme ich da? Das war immer nicht genau das, was ich wollte, sondern etwas anderes. Gut, ich bin weitergegangen und habe gedacht, geh jetzt hier durch die Angst durch. Du wirst doch wohl in diesem dicht besiedelten Deutschland nicht kneifen und den Weg aufgeben und vielleicht wieder zurückgehen. Zurück gab's für mich nicht und aufgeben gab's auch nicht. Also dachte ich, irgendwie wird's doch eine Möglichkeit wohl geben. Meine Technik hat mir nicht wirklich weitergeholfen, weil es mich, wie gesagt, in sehr zugewachsenes Gebiet reinführte. Also dachte ich mir, keep cool, einatmen, bis es nicht mehr geht, Luft anhalten, wieder ausatmen und Luft anhalten, bis ich das Gefühl habe, jetzt muss ich aber wieder einatmen. Dadurch kam mein Herz wieder zur Ruhe und hier oben wurde, wo vorher Gedankenwirbel und Verwirrtheit war, wieder Klarheit. Und dann dachte ich, okay,
du hast eine gute Intuition. Nicht erst jetzt seit kurzem, sondern schon immer. Und ich habe mich sozusagen an die geistige Welt gewandt, an meine Seelenbegleiter und habe gesagt, so, ich weiß, hier in dem Gebiet gibt es einen Ort, da gibt es eine Bushaltestelle, denn ich war mittlerweile schon ziemlich kaputt von mehrfachem Verlaufen und meine Wanderzeit war schon bei weitem überschritten. Es war mehr, als ich mir vorgenommen hatte. Es wurde auch unangenehm warm und das Viehzeug ringsherum nahm zu. Also ich dachte mir, diese Bushaltestelle, da muss ich hin. Und da ich nun durch meine Atemtechnik ruhig war, kam auch ganz einfach die Lösung. Mir wurde der Impuls zugespielt, gehe nach links. Und ich ging nach links, da war so eine Art Schlagbaum, ein großes Schild davor, Privatgrundstück für Fußgänger durchgehen erlaubt auf eigene Gefahr. Ich dachte mir, okay, das mache ich jetzt. Und ich kam genau an der Ortschaft raus, habe die Bushaltestelle gefunden. Die Ortschaft ist nicht besonders gut angebunden an den Busverkehr. Ein Bus fuhr jetzt nicht, aber von dort wusste ich genau, wie ich auf einfache und möglichst kurze, rasche Weise wieder an den Punkt zurückkomme, wo ich meine Wanderung beenden und wieder nach Hause gehen kann. Was ist jetzt das Fazit daraus? Wir kreieren unsere Welt im sogenannten Außen immer selbst durch unsere Entscheidungen, die wir treffen und erhalten damit auf unserem Weg genau all die Erfahrungen, Situationen, Personen, die uns in unserer Entwicklung, in unserem Wachstum voranbringen. Ich hatte mir also etwas kreiert, was das Chaos, was im Außen durch diesen globalen Wandel gerade passiert, perfekt symbolisiert und woran ich sozusagen mich üben durfte. Chaos, Totholz, Wege, die nicht mehr so funktionieren, wie sie bis dato funktioniert haben. Worum geht es jetzt? Es geht darum, deine Angst loszuwerden, loszulassen und durch die Angst hindurchzugehen, bis du in der Ruhe bist, in deiner inneren Mitte bist und damit Zugang hast zu deiner Intuition, zu deiner inneren Weisheit, zu deiner Herzensweisheit. Genau das ist geschehen in dem Augenblick, wo ich mich beruhigt habe durch diese kurze Atemübung, hatte ich all diesen Zugang wieder, war in meiner inneren Mitte und bekam geliefert wie auf dem Silbertablett den perfekten und kürzesten Weg, um wieder nach Hause zu kommen. So kann es gehen, so einfach kann es gehen. Wie du deine Intuition und den Zugang zur geistigen Welt herstellen kannst, habe ich mehrfach in Videos, von denen ich einige am Ende dieses Videos für dich verlinke, beschrieben. Unter anderem auch Meditation und wie du das machen kannst in Form einer geführten Meditation, die gleichzeitig eine Anleitung ist. Ich freue mich, wenn du die eine oder andere Inspiration aus diesem Video für dich entnehmen konntest. Wünsche dir eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.